Hallo zusammen und willkommen bei meinem neuen Projekt Enchanted Arms, ein Spiel, was 2006 erstmals released wurde auf der Xbox 360. 2007 gab es das dann auch für die PlayStation 3. Wir haben hier ein Rollenspiel der etwas alten Schule mit einem sehr innovativen Kampfsystem. Also wir haben hier nicht dieses klassische Echtzeitgeprügel und auch nicht diese klassischen rundenbasierten Kämpfe. Nein, wir werden gleich sehen, was uns dieses Spiel bieten kann. Die Besonderheit, die wir hier haben, ist, dass wir hier überhaupt gar keine deutsche Sprachausgabe haben. Das bedeutet, sämtliche Dialoge werden hier englischsprachig ablaufen. Ich werde die englischen Passagen entsprechend auch für euch vorlesen und versuchen, die möglichst authentisch zu vertonen, so wie ich das in den anderen Let's Plays auch immer versuche. Ob mir das gelingt, es sei jetzt natürlich dahingestellt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Speicherkapazität müsste ich genug drauf haben. So, ich habe keinen blassen Schimmer mehr, was man hier machen kann. Jetzt habe ich erstmal großartig angekündigt, dass das Spiel jetzt beginnt und jetzt halte ich mich hier noch mit den Optionsmenüs auf. Ganz große Klasse. Ich lasse das erstmal so, wie das hier voreingestellt ist bei dem Game Options. Ich werde mal die Musik in weiser Voraussicht ein bisschen weiter runterschrauben. Ich gucke da mal während des Spiels und nachdem ich die erste Aufnahme mal durchgesehen habe, ob das so hinhaut mit dem Sound. Ja, und wir haben die Wahl zwischen Englisch und Japanese, aber ich denke mal, mit Englisch sind wir dann doch etwas besser unterwegs. Ich hoffe, dass ihr mir dazu stimmt. Ja, ich möchte gerne die Settings changen. Und dann geht's jetzt hoffentlich wirklich los. Atsuma! Don't! Ah ja, und wir werden gleich ins Kampfgetümmel reingeschmissen. Offensichtlich auch ohne jede Erklärung, die hier in meinen Augen angemessen wäre. Aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also wir haben jetzt 3 Charaktere. Wenn wir einen von ihnen anwählen, dürfen wir uns aussuchen, wo wir ihn auf dem Spielfeld platzieren. Ich weiß gerade nicht mehr, können wir auch direkt schon dem sagen, dass er angreifen soll? Ich glaube, wir müssen erstmal seine Position festlegen, aber ich finde, der ist da ganz gut aufgehoben. Ah ja, gut, nachdem wir die Position festgelegt haben, dürfen wir uns jetzt hier aussuchen, wie wir mit dieser Person oder mit diesem Charakter handeln möchten. Wir können nur den Aqua Spike jetzt nehmen. Nee, ich will nochmal zurück. Kann ich nicht aussuchen. Okay, also wir sehen oben im gegnerischen Bereich sozusagen, wo der Aqua Spike jetzt Schaden austeilen würde und unser Gegner auf der anderen Seite ist, glaube ich, in dem einen roten Feld mit drin, wenn ich jetzt nicht den totalen Knick in der Optik habe. Na, wir probieren einfach mal und gucken mal, wie weit wir kommen. So, dann haben wir hier Makoto, der kann von mir aus gerne nach vorne. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, ob die Figur da hinten... Aber wir können ja die Kamera switchen. Okay, jetzt habe ich das. Diese Ansicht ist dann wahrscheinlich die etwas bessere. Gut, das würde jetzt bedeuten, wir müssten jetzt diese Figur einen Schritt weiter nach hinten platzieren, würden jetzt Beat Sonic nehmen und würden damit unseren Gegner auch treffen. Und haben jetzt hier unseren letzten Charakter und auch mit dem möchte ich gerne etwas ausrichten und dem Gegner blowen wir jetzt mal einfach ein und starten das Ganze. You ready for this? How pleasing.
Okay. Okay, ich hatte das ein bisschen anders in Erinnerung. Also wie bei meinen anderen Let's Plays auch, habe ich das zwar irgendwann schon mal gespielt, allerdings ist das schon eine Weile her. Und, ja, das Kampfsystem hatte ich minimal anders in Erinnerung. Wir haben hier offensichtlich doch recht rundenbasierte Kämpfe, die aber ein bisschen abweichen von dem, was man sonst so kennt. Und diesen Feind, wer auch immer er sein mag, dem scheinen wir hier wirklich sehr, 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 sehr wenig gerade abzunehmen. Und wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe, dann regeneriert er sich irgendwie jedes Mal. Und wir haben hier gerade gesehen, der hat 9999 HP. Ich glaube, das ist ein sehr aussichtsloser Kampf. Wir sehen unten, dass wir auch die Möglichkeit haben, ich glaube, wir sind weg, per Fast Forward diesen Kampf zu beschleunigen. Das werde ich später mit Sicherheit auch machen und das war's dann erstmal für uns. Aber sind wir mal ehrlich, großartig Hoffnung haben wir uns ja hier jetzt nicht gemacht. I gotta tell you, you really are a pain in the... Up until that point, well, I'd always believed that Toya was the greatest, the strongest. That he could do anything single-handed. That one day, I would finally catch up with him, stand as his equal. I wished for that more than anything. Aha. The Golem War was the name given by future generations to a conflict that took place 1,000 years ago. The Golems were artificial humanoid servants who were created during the war. These engines of destruction would faithfully carry out any command, even after the person who issued the order was dead. As a consequence, they laid waste to the entire world. No one living today has any idea what the fighting was about, or why the war started in the first place. What is known is that one day, all the golems simply stopped functioning, bringing an end to the destruction. Humankind quickly rebuilt the world, using a combination of technology and enchanting, the only form of magic that was not lost to them. However, some sought to rediscover all of the lost powers of the ancients. And thus, as the catastrophe that was the Golem War fades from memory, humanity draws ever closer to living it once again. Wir werden über den besagten Golem-Krieg im Laufe des Spiels noch mehr in Erfahrung bringen. Ich werde immer hier und da, wenn es mir möglich ist, gerne Hintergrundinformationen geben, insofern das sich mir erschließt. 1,000 years ago, golems with almighty powers were created. These golems are known today as devil golems. Hey, Atsuma, come on, wake up. Professor Ko will see you. No, I can't eat anymore. However, debate still rages over whether these golems actually existed. Even here, at Enchanted University, opinion remains divided. Impossible. Oh, Toya, just let that poor moron sleep. Nah, that wouldn't be fair. Not even Atsuma deserves to suffer the wrath of Professor Ko.
It is said that in order to activate the almighty devil golems, special devices known as magicores are required. Yeah, well, from where I'm sitting, it's exactly what he deserves. All right, class. That's enough revision for today. Time for a little enchant practice. Are you ready, Atsuma? Huh? What? Where? What's going on? Atsuma, you excel at the practical elements. But you don't really like listening to my lectures, it seems. Well... Ich antworte mal jetzt immer das, was ich an Atsumas Stelle auch sagen würde. Und ich würde, egal ob es stimmt oder nicht, wahrscheinlich das hier behaupten. No! I love your lectures, Professor Ko. I had my eyes wide open. Perhaps, but not your ears. Atsuma, I believe you need lectures in how to lie more effectively. Yeah, I think you might be onto something. Do you ever give lectures like that? Indeed, that's quite an unexpected comeback. Really? I'm glad I managed to impress you. Imbecile. Well, Atsuma, you seem to be awake now. Let us proceed to practical elements. Atsuma. Yes. Please come down to the front of the class. Okay. Today we're going to learn a little about golems and their functions. You can help me display the emergency self-defense systems a golem is fitted with. So, what do I do? All you need to do is fight with these golems. That's all. You should have just said that right away, Professor. This is what I'm best at. Atsuma, do you need me to explain how to fight? Ja, ich bräuchte da bitte mal eine Auffrischung. Yes, I do. I don't know the first thing about it. Well, you are always asleep, so I guess that you can't be helped. That can't be helped. Toya. Yes, Professor, what is it? Please explain the basics of combat to your friend Atsuma here, would you? Very well, Professor. Sorry about this, Toya. Thanks. Wir bekommen also doch noch ein Tutorial. Und wir finden hier überhaupt gar keine Zeit, mal über die Geschichte zu reden, aber das wird noch kommen. Ich verspreche es euch. You seem to need some help with combat. I can tutor you if you like, just so long as you pay attention. Now use L to highlight a category and press A to select it. Okay, das haben wir ja eigentlich schon gelernt. Okay, ich gehe das jetzt mal von oben nach unten durch. Explains the overall flow of combat. This tutorial will focus on battle flow. This place is called the field. It is where battles take place. Also ich sag euch jetzt schon mal nach diesem Tutorial, ich weiß nicht, ob dann noch irgendwelche Stories getriggert werden. Ihr könnt das gegebenenfalls mal vorspulen, aber sobald wir uns frei bewegen können, endet die erste Folge auch. Also wer möchte, kann das dementsprechend gerne nach vorne spulen. As you can see, the field is divided into squares. This is called the grid. All movements and attacks occur within the grid. The field is also divided into two sections. Enemies are in the field on the right. Naja, on the right stimmt jetzt in der Kameraperspektive nicht, die wir haben. Also das ist, so wie sich das jetzt aus dem Kontext ergibt, natürlich der Bereich direkt vor uns jetzt. And allies are in the field on the left. To win a battle, you need to command your allies and defeat your enemies. Obviously, if your allies are all annihilated by the enemy, you lose. Victory means you can acquire various items from your enemy. Experience points which are needed to proceed to the next level. SP which you need in order to grow and acquire skills. And money called TB tablets which can be used to buy items. All of these things are vital if you intend to become a truly powerful enchanter.
Or enchanter, sorry. Remember, if all of your allies are wiped out, then you will be faced with game over. However, even if this happens, you can select retry to fight the same battle again. So there is no need to be too scared of game over. Ja, ich bin aber trotzdem scared of game over. Ich möchte das hier nicht sehen. But avoiding the embarrassment of game over is probably for the best, don't you think? Ja, ich stimme absolut mit dir überein. That's how battles work anyway. I hope you got all that. Achso, wir kämpfen jetzt nicht, zumindest nicht in diesem Menü. Screen Info explains the meaning of all on-screen information. This tutorial will explain the names and meanings of all information displayed on screen. Understanding and making use of all this information is the key to victory. Study hard. First of all, when you have selected or are moving a character, some information is displayed at the bottom left of the screen. This is essential information about the entire party. So keep an eye on these important details if you want to win. Achso, ich dachte, er zeigt uns jetzt was. So, what does all this information mean? I go through it one by one. You see that red fire icon that represents the attribute of that particular character. Wir sehen links übrigens den Pfeil, ja, falls da jetzt jemand vergessen hat hinzugucken, so wie ich gerade fast eben. Many attacks also have an attribute. Attacking an enemy with their opposing attribute causes even more damage. But attacking with the same attribute reduces the amount of damage they sustain. Earth and wind are opposites, as are water and fire and light and dark. Okay, das ergibt sich jetzt, denke ich mal, aus dem Kontext heraus. Das haben wir bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Final Fantasy ja auch. You will need to keep a close eye on enemy attributes to avoid an extreme beating. Next to the attribute, the character's name is displayed. Well, a name is a name. That's easy enough, even for Atsuma. Second on the left is the HP Gauge. Ich weiß nicht, ob ich das alles richtig ausspreche. Ja, ich bin kein English Pro, also seht das mir bitte nach. HP are reduced when you sustain damage. And if they fall to 0, that character is knocked unconscious. If an unconscious character is not revived within 3 turns, they will leave the battle. However, even if that happens, they have not been lost forever, don't worry. The gauge next to HP is the EP gauge. EP are required to use skills. If you do not have enough EP remaining, you will not be able to use certain skills. Whether you can use certain skills or not could determine the outcome of a battle. So you must keep a close eye on your EP at all times. Okay, das wird dann wohl das Pendant zu der Magie- oder Mana-Leiste sein, die es sonst so gibt in anderen Spielen. HP and EP are automatically restored once a battle ends. Das finde ich sehr, sehr gut. So there's no need to hoard them for the sake of upcoming battles. Now then, the next gauge down is the combo gauge. The combination gauge is required to perform combination attacks. I teach you about combination attacks in a separate tutorial. Just remember what and where it is for now. The gauge above all the character information is the X gauge. Once this gauge fills up, you can use an X, an attack far more powerful than a regular skill. I teach you more about X in a separate tutorial. For now, just remember that the gauge is there. Okay, well, that's all the information I need you to know for now. Next, I teach you about information displayed when characters are selected. Are you ready? Yes, I am. Das steuere ich gerade übrigens nicht selber, das läuft gerade automatisch ab. The cursor is over Atsuma at the moment. Pressing A will select him like so. You can see that the information has changed to represent the selected character, yes? You can now give commands to the selected character. Just like before. I go through these one by one. Second from the top, you see the character's attribute, name, HP and EP. Above these, you see the list of commands this character can perform.
There are 3 categories: item, skill, and X. I'll deal with the information to do with skill now. Information for a single skill comprises from left attribute, type, name, PP, and EP. Some skills have attributes just like characters. As well as earth, water, fire, wind, light, and dark, there are no non-attribute skills. I explained about opposing attributes before, didn't I? Well, skills without any attributes displayed have no opposing attributes. So they can be relied upon under any circumstances. The type icon displays the overall type of skill this is. There are 4 types: close attack, range attack, support, and healing. Close attacks are punch- or weapon-based skills for close combat, also Nahangriffe sozusagen. Range attacks are ether, flame, or ice-based indirect attacks. Also ich würde jetzt das mal ganz übersetzen mit Elementarschaden. Support skills can poison enemies or power up your allies. Negative Zustandsveränderungen, die wir auf den Feind wirken können. And healing skills heal allied HP or EP. Ich denke, Heilung ist selbsterklärend. This icon will give you an overall grasp of the kind of skill you are dealing with. Next to the type icon is the name of the skill. PP displays the raw power of the skill, also die Stärke sozusagen. For an attacking skill, it is attack power and healing power for a healing skill. It is a representation of the power contained in that skill. So the PP value in principle is the amount of damage or healing a skill can dispense. The number on the far right is the amount of EP used by the skill. If a character's current EP is not as high as this number, that particular skill can't be used. Watch out for this. You need to keep a close eye on your remaining EP and the EP cost for skills. The inability to perform a certain skill could lead to defeat. You can see that some squares on the grid have turned red, I'm sure. Those red squares indicate the range of the skill. Obviously, that means the area that the skill will affect. The skill will hit all characters within that area. So you need to make sure your targets are where they should be. Well, I think that covers everything. Even Atsuma could win a battle with all this information at his fingertips. I hope you got all that. Oh, und wir sind fast durch. Wir haben jetzt nur noch den Punkt Movement, Actions. Explains how to give commands to your characters. This tutorial will teach you about movement and performing actions. These are the basics required to win any battle, so pay close attention. First, I think I need to explain turns. The progression of battle is measured in units called turns. In one turn, all allies and enemies can perform one move and one action. As leader, Atsuma must give instructions to each of his allies. He must decide where they will move and the actions they will perform. So how exactly are these instructions given? First, you need to select a character. Move the cursor so that it is over the character you wish to select and press A to confirm. Oh, schade, dass wir das nicht selber machen dürfen. Das Spiel nimmt uns das hier leider ab. Then move the cursor to your intended destination for the character and press A. The range of movements differs from character to character. The blue squares on the grid represent the movement range of that character. Remember, when moving, you cannot enter the enemy's half of the field. Nor can you move to a square already occupied by an ally. Use L to move the cursor, and A to confirm the destination. Ja, wie gesagt, ich steuere das nicht selber, sonst würde ich das ein bisschen fixer machen. If you confirm a destination but then change your mind, you can undo the move with B. Right, so once you have moved, you then need to act. Have you noticed that the information on the left of the screen has changed? Ja, das haben wir schon gesehen, sogar in unserem ersten Kampf schon. There are 3 categories of action that a character can perform. Use a skill. Use an X.
Use an item. Let's look at each in a little more detail. To change the category, move L left or right. To make a selection within a category, move L up or down. Let's try selecting a skill from the skill category and attacking an enemy with it. First, choose a skill for which your target is within range and press A to select. The range will vary, ich bin mir nicht sicher, from skill to skill. Range is displayed by red squares on the grid, so it is quite easy to see. Ja, ich habe es verstanden. Vielen Dank, Toya. Once you've selected a skill, press A again to confirm. The instruction is now complete. The cursor will automatically jump to a character who hasn't moved yet. Then you just need to give them instructions in the same way. Wir zeigen das jetzt alles mal in Zeitlupe, weil wir so gemütlich sind. After handing out your instructions, you'll be asked if you want to start the turn. Continue as is to confirm or press B to go back and make changes. Yeah. Bam! Oh, immerhin frisst er wenigstens ein bisschen Schaden. That is how you move and act. To summarize, to give characters instructions on where to move and how to act, you must first select them, move them, then determine their action. Characters can roam free within their blue movement range. When determining actions, choose from the skills and items that character possesses. Press B to redo a selection at any point. Incidentally, upon completion of each turn, each character's VP, ich weiß jetzt nicht, wie V jetzt auf Englisch richtig ist, decreases one by one. In other words, taking fewer turns to win will ultimately prevent VP loss. You don't need to worry too much about this, but it's good to be clever. I hope you got all that. Irgendwie tue ich mich mit diesem Satz schwer. So, Toya, ich glaube, du hast uns damit alles erklärt, was wir wissen müssen. We are about to go into combat. Are you finished with the tutorial? Press A to finish or B to continue with the tutorial. Nee, wir haben ja uns alles angeguckt. Ich habe jetzt mal A gedrückt. Ah ja, und wir dürfen den Kampf jetzt tatsächlich auch absolvieren. Allerdings einer gegen einen. Okay. So, wir wählen erstmal unseren Charakter aus, bestimmen danach, womit wir ihn angreifen und wir würden, wir können gleich, ich meine im Tutorial können wir ja gleich mal so richtig auf die Kacke hauen und nehmen gleich unsere stärkere Variante. Bam! Okay, das ging ziemlich flott. Wuhu! Und wir bekommen unsere ersten Erfahrungspunkte. Sehr, sehr schön. Und wir haben ein Power Gym bekommen. I won! How about that? Excellent, Atsuma. All right! Did you see that, Toya? Pretty impressive, huh? Certainly. Incapacitating golems with fists alone. You bet! Single brain cell alert. Atsuma seems to be satisfied anyway, so let's call it a day here. Make sure you practice what we have studied every day. Especially you, Atsuma. Okay, I love some real action. If only he threw that single brain cell into his studies with the same enthusiasm. But then he wouldn't be Atsuma anymore, would he? I just get so drowsy looking at textbooks and reading about magic techniques. That's just the way I am. Here's a better explanation. You're a dropout. You hanging around Toya makes him look bad, for sure. Well, he does always sleep during lessons, but he can perform powerful enchants from time to time, can't he? Luck, that's all. Luck. The way he does them is never in any textbook. It's just he sometimes gets good results. Come on, Toya, you mustn't give him any credit. Yeah, but if I've surpassed the textbooks already, that makes me a genius, right? Certainly. Anyway, lessons are done for now, so let's go! To the cafeteria, then. After heading into the corridor from the lecture hall.
go down the stairs and that will lead you right to it. You don't have to explain that much, Toya. You do tend to forget things, Atsuma. Anyway, let's head down there. Und man mag es kaum glauben, aber ich kann mich frei bewegen. Juhu! Ich kann nicht springen. Ich muss mal eben kurz schauen. Wir haben hier eine Karte unserer, ich möchte es jetzt mal Universität nennen. Gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal an der Stelle. Wir werden in der nächsten Folge, werde ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir sind jetzt, ich muss mal kurz schauen. So, genau. Ja, das Video ging jetzt etwas länger und das war jetzt vielleicht aufgrund des Tutorials auch jetzt nicht so die aufregendste Kiste. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss euch allen. Bye, bye.